Der dritte Ninja Speedrun ist da und er unterscheidet sich ziemlich stark von den vorangegangenen zwei. Dieses Mal geht's nämlich nicht einfach nur geradeaus, sondern vor allem vertikal hoch und runter. Es ist vom Aufbau her sehr simpel und wer sich bereits ein paar Durchläufe zu diesem Level angeschaut hat, der weiß wahrscheinlich über das Allermeiste Bescheid, aber wir schauen uns das jetzt trotzdem mal in Zeitlupe an und analysieren, was genau gemacht wird. Als erstes wird der Pilz eingesammelt. Das kostet zwar hier etwas Zeit, spart dafür aber hinterher ein, da sich damit Blöcke zerbrechen lassen. Um das schnell hinzukriegen, den Block aktivieren, den Pilz so früh wie möglich einsammeln und dann mit einem Wandsprung vom Block abstoßen. Wer sich noch an das erste Level erinnert, der weiß, dass man die Zeit in der Luft möglichst gering halten möchte, also kleine Sprünge machen. Die schnellste Zeit, die ich hier je gesehen habe, ist übrigens eine 2,783. Von hier aus kommt es drauf an, so viel wie möglich zu fallen, ohne anzuecken. Es geht diagonal nach rechts unten, allerdings muss man zwischendurch leicht zurücksteuern, um an allen Hindernissen vorbeizukommen. Das genaue Timing dafür muss man sich allerdings erst ein bisschen aneignen. Hier angekommen zerbrechen wir den Block mit einer Stampfattacke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weltrekord da keine Drehung macht, aber ich weiß nicht, ob es an meinem Controller liegt oder was auch immer, aber ich kann an der Stelle ohne die Drehung einfach keine Stampfattacke machen. Es klappt nicht. Die Stampfattacke selbst sollte man natürlich so lang wie möglich halten, da sie viel schneller ist, als einfach nur zu fallen. Leider ist das wegen dieser Kante nur sehr kurz. Die Stampfattacke lässt sich abbrechen, indem man einmal kurz nach oben drückt. Lustigerweise passen die Bewegungen hier gut mit der Musik zusammen, sodass man sie als Anhaltspunkt nehmen kann. Jetzt wird's eklig. Für den Rückweg ist es von Vorteil, das Power-Up zu verlieren, da man klein einfach besser durchkommt. Dazu springt man so in den Galumba rein, dass man getroffen wird und anschließend von ihm abspringt, um den Absprungsboost mitzunehmen. Das ist ziemlich präzise. Mein Tipp ist hier, nicht mit zu viel seitlichem Schwung in den Gegner reinzuspringen. Während der Schadensanimation bleibt der Timer übrigens stehen, also auch wenn der Charakter kurz aufgehalten wird, man verliert dabei keine Zeit. Mit einem Wandsprung geht es weiter zurück nach oben an die Ranke und von dort ganz nach rechts in denselben Schacht, durch den wir auch heruntergekommen sind. Wichtig ist hier, die Sprünge so knapp und schnell wie möglich zu halten, um unnötige Zeit in der Luft zu minimieren. Im Schacht macht man am besten 5 schnelle Wandsprünge hintereinander, da die Geschwindigkeit nach oben kurz nach dem Wandsprung am höchsten ist und danach nur noch abnimmt. Das passt dann auch von der Sprungdistanz relativ gut hier rüber und dann zum letzten Wandsprungsegment. Hier lassen sich die Wandsprünge wegen dem Spike-Top nicht so schnell ausführen, allerdings ist das nicht so schlimm. Zieht die Wandsprünge ein kleines bisschen in die Länge, dann passt es nämlich nach ebenfalls wieder 5 Sprüngen genau auf die Kante hier und von dort mit einem weiteren Sprung in die Röhre. Nach dem Austritt aus der Röhre kann man noch sofort das Steuerkreuz nach links drücken und einen Wandsprung von der Röhre machen, um schneller zu beschleunigen und dann ab ins Ziel. Viel Spaß beim Üben und macht euch nicht fertig, wenn es nicht klappt, denn das Level ist echt mühselig und beinhaltet viele kleine Nuancen bei den Steuerungseingaben, die man einfach üben muss und die sich gar nicht alle in Worte fassen und erklären lassen. Wenn ihr auch in Zukunft diese Analysen zu den Ninja Speedruns haben wollt, dann abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und ciao.